Aloha, ich bin Shisha Rainbow und in diesem Tutorial zeige ich euch, wie man einen Used Look bei synthetischen und natürlichen Stoffen macht. Bei meiner Tracerjacke habe ich mich für synthetischen Stoff entschieden. Einmal ist der auf der einen Seite halb braun, auf der anderen Seite schon gleich gefüttert, sodass ich beides in einem habe. Das Problem bei synthetischen Stoffen ist, dass der Used Look relativ schwer zu kreieren ist. Und das zeige ich euch anhand ein paar Beispielen, die man zwar bei natürlichen Stoffen gut machen kann, hier aber nicht funktioniert haben. Das erste, was wir versucht haben, war Feuer. Wie man hier sieht, kommt dadurch der Unterstoff durch, was ich nicht wirklich schön finde. Handelsübliches Make-up hat leider auch kaum eine Wirkung, darum fiel das leider auch weg. Facettenlack war eine weitere verrückte Idee, die leider auch nicht ganz so funktioniert hat, wie wir uns das vorgestellt haben. Normaler Lack war dann die nächste Idee. Leider wird das einfach nur dunkel und sieht dadurch auch nicht wirklich schön aus. Mit Bleiche haben wir es dann auch probiert. Das hat den Stoff zwar etwas heller gemacht, ist aber so sehr verlaufen, dass man es kaum kontrollieren konnte. Pastell hat hier auch nicht funktioniert. Das Ganze lässt sich nicht gut auf den Stoff auftragen und hat auch keine schöne Farbwiedergabe. Weil Bleiche nicht gut funktioniert hat, haben wir dann Blondierung versucht. Hat auch kein gutes Ergebnis geliefert. Hier oben haben wir es mit weißer Tusche versucht und hier unten mit hellen Latex. Beides auch nicht wirklich die Effekte, die wir uns gewünscht haben. Die einzig funktionierende Lösung, die wir dann für uns entdeckt haben, waren Acrylfarben. Ich habe mir hier verschiedene einfach angemischt mit einem Gelb, einem Weiß und einem Braun und versucht, den richtigen Farbton zu treffen, um die abgenutzten Stellen so realistisch wie möglich darstellen zu können. Ich habe mir zum Bemalen einen feinen und einen groben Pinsel genommen. Versucht das Ganze am besten vorerst auf einem Teststück, damit ihr genau wisst, in welche Richtung ihr arbeiten wollt. Um an der Jacke keinen Fehler zu machen, habe ich mir ein weißes Stück Kreide genommen und mir die Hauptnähte markiert, die ich bearbeiten möchte. Mit meinem feinen Pinsel fahre ich zuallererst die Hauptnähte lang, bevor ich mich daran wage, weitere feine Linien auszuarbeiten. Wenn ihr euch nicht genau sicher seid, wie die Knitter und Risse entstehen, sucht am besten ein bisschen nach Bildern und Referenzmaterial, bevor ihr euch daran wagt und haltet euch einfach daran. Das macht die Sache wesentlich leichter. Orientiert euch immer an euren Nähten. Dort, wo der Stoff auf Spannung ist, wetzt er sich in geraden Linien nach innen ab. Dort, wo der Stoff geschoppt wird, entstehen wirre Falten. Dort sind auch die Abnutzungserscheinungen etwas wirrer und chaotischer von der Liniengebung. Um den Used-Effekt noch weiter zu verstärken, wollen wir das Ganze etwas dreckig aussehen lassen. Dafür verdünne ich Acrylfarbe, die etwas dunkler ist, gut mit Wasser, nehme mir eine Zahnbürste und spritze das Ganze über die Kleidung. Dabei entsteht manchmal ein größerer Fleck und manchmal ganz viele kleine. Beides ist gewollt und sieht am Ende ziemlich gut aus. Um den Dreckeffekt jetzt nochmal so richtig zu unterstreichen, nehme ich mir handelsübliche Schuhcreme in Schwarz und einen Topfschwamm mit schöner Struktur. Jetzt nehme ich einfach die Farbe und den Schwamm und verteile das schön auf der Kleidung. So, jetzt habe ich erstmal die Hälfte gemacht. So sieht das Ganze bisher aus. Ich finde, hier kann man noch ein bisschen mehr rausholen. Das Ganze übertrage ich natürlich auch auf die andere Seite der Jacke. Und wie ihr hier auf der rechten Seite sehen könnt, habe ich nochmal mit einem Stift schöne Schatten nachgezogen, um den Used Look nochmal richtig schön zu unterstreichen. Für das Ganze nehme ich mir einfach einen dunklen Marker und ziehe erstmal die Nähte nach, sodass die mehr Tiefe haben. Danach schattiere ich auch die hell bemalten Stellen ungleichmäßig, sodass diese mehr Struktur bekommen. So sieht die Tracerjacke dann fertig aus, von vorne und von hinten. Ich hoffe, sie gefällt euch. Ich mag sie sehr gerne. Bei unserer Tracerjacke mit synthetischen Stoffen war das Ganze etwas schwierig. Bei natürlichen Stoffen, wie zum Beispiel echten Leder, bei unserer Soldierjacke, ist das Ganze schon ein bisschen einfacher. Falls ihr keinen übrig gebliebenen Stoff zum Testen habt, versucht es am besten auf der Innenseite zum Ausprobieren. Um den doch recht glatten Leder mehr Struktur zu geben, nehme ich mir eine Drahtbürste und bearbeite den Stoff so lange, bis ich zufrieden bin. Achtet darauf, in kreisenden Bewegungen zu arbeiten, ansonsten sieht man nämlich gerade Linien. Auf der linken Seite seht ihr, dass das Leder noch schön glatt und glänzend ist und auf der rechten habe ich es jetzt richtig schön aufgeraut. Es hat ein bisschen Farbe verloren, sieht schon ein bisschen used aus und vor allem durch diese Rauheit ist es einfach aufnahmefähiger für die nächsten Prozesse. Hier nochmal der Unterschied im Detail. Auch hier nehme ich meinen Schwamm und die schwarze Schuhcreme und arbeite die ungleichmäßig in das Gewebe ein. Damit könnt ihr den Stoff und vor allem den Nähten eine schöne Tiefenwirkung verleihen. Mit der Zahnbürste gehe ich nochmal in die Schuhcreme und arbeite die Nähte richtig schön dreckig aus. Zwischendrin den überschüssigen Dreck mal mit einem trockenen Tuch wegwischen. Mit einem Q-Tip und Olivenöl gehe ich nochmal die Nähte nach. Diese saugen sich dann dunkel voll. Dies funktioniert nicht bei allen Stoffarten und auch nicht bei jeder Form von Leder, also vorher auf jeden Fall ausprobieren. Auf dem Dunkelblau zum Beispiel hat das mit dem Olivenöl nicht funktioniert, darum nehme ich hier wassergelösten Kaffee und trage das Ganze mit einem Q-Tip auf. Da man Schwarz nicht noch dunkler machen kann, arbeite ich hier mit Alkohol. Das raut das Material zusätzlich auf und macht es an einigen Stellen heller.
Wenn ich jetzt einen Schleifschwamm nehme, könnt ihr nochmal einen schönen Kontrast zu dem Dunkel machen, indem ihr die Farbe abtragt und helle Ebenen erzeugt. Um den Dreck nochmal den letzten Schliff zu geben, nehme ich hier wieder den Topflappen mit der schönen Struktur und die Schuhcreme und trage es schön großflächig auf. Jetzt nehme ich verdünnten Kaffee und einen Q-Tip und verteile das Ganze spritzerartig auf der Jacke, sodass es aussieht wie Dreckflecken, die einem entgegengespritzt sind. Um das Ganze nochmal nach Schlachtfeld aussehen zu lassen, nehme ich eine Zahnbürste und den verdünnten Kaffee und spritze den auch nochmal über die Jacke drüber. So sieht das Ganze bisher aus. Das müssen wir natürlich noch ausarbeiten und auf die gesamte Jacke übertragen. Dann sollte das Ganze so aussehen. Hier ist die Vorderseite, schön schick. Und hier die Rückseite. Sieht toll aus, oder? Macht echt ein super Ergebnis. Und hier trage ich das Ganze nochmal angezogen. Also, ich hoffe, es gefällt euch. Ich finde die Jacke bombastisch und mir hat das echt Spaß gemacht, mal so richtig eine Sauerei zu veranstalten. Also ich hoffe sehr, dieses Video hat euch gefallen und vor allen Dingen geholfen. Also teilt es, lasst mir einen Daumen hoch da und vergesst nicht, meinen Channel zu abonnieren. Wir sehen uns. Cheerio!